Willkommen zurück auf der USS Resolute hier bei Star Trek Resurgence. Ich bin Dennis und wir spielen wieder mit Jara Rydek, der ersten Offizierin von diesem Föderationsschiff. Wir haben beim letzten Mal, oder in der vorletzten Folge, haben wir den Portal 6-3 eingesammelt, einen Guardian des Tekon Empires. Verrückt. Ein uraltes Wesen, das uns helfen möchte, seine abtrünnigen, sage ich mal, Brüder und Schwestern einzusammeln, einzufangen, daran zu hindern, die Galaxie zu übernehmen. Wir wissen nicht genau, ob wir ihm trauen können. Das ist etwas ambivalent. Ich hoffe einfach mal, dass wir ihm trauen können. Aber wir werden es herausfinden. Was er jetzt von uns braucht, damit wir gemeinsam diese Tekon finden können, müssen wir ihm die Kontrolle über die Resolute geben. Über alle Systeme des Schiffes. Und diese Nachricht müssen wir jetzt dem Captain überbringen. Und da steigen wir direkt ein in diese Szene. Guardian of the Tekon Empire. Pleasure to meet you, Captain. Likewise. I can't say I've ever met a portal before. There is no modern equivalent. Not within the Federation, at least. We are incredibly lucky that Portal has agreed to join us. Your first officer makes a very persuasive argument. So I've noticed. You spent 600,000 years at your post. That certainly takes an uncommon level of dedication. We all have our duty. Of course. But I'm curious. You were stationed there in preparation for what, exactly? Any and all threats to the Empire. An empire that no longer exists. Which suggests you weren't very successful. You said you needed my help. I didn't come here to be insulted. Perhaps that was a mistake. I'd be happy to return to Delphi Ardu at any time. Of course, the fall of the Empire had nothing to do with you. We know that. Do you? Because it seems your captain has a different opinion. I'm merely curious where your allegiances might lie. Clearly it's with the Tekon. Yes, Captain. You have found me out and exposed my true loyalties to the Tekon, not to the Scions of the Flame, who do nothing more than tarnish us in name and reputation and don't deserve to be called Tekon. That's why I'm here. And if you'd be so kind as to give me access to your ship's systems, we can get on with it. And you can stop wasting my time. Als ob du was anderes vorgehabt hättest. That's completely out of the question. Tell me that's not what you promised. We're vulnerable enough as it is. And now we're supposed to give him access to everything? Captain, I know it's a risk. But right now it's our best shot at finding Galvin and that ship. Now I understand your reluctance. I never imagined offering to help would be met with such ignorance. Bordering on incompetence. Wow. If you're not enjoying your visit to our ship, we'd be more than happy to let you wither away back on your pathetic little rock. Captain? You clearly do not appreciate the magnitude of the threat the Scions pose. So myopic is your focus on your own ego. I will not be leaving until they have been found. Na, immerhin. Commander Rydek, a word. Warum ist er denn jetzt plötzlich so... Na, ich habe letzte Folge doch gesagt, dass der Captain hoffentlich jetzt nicht am Rad dreht. Mit seinen komischen... Ja, genau. Der Typ hat über 500.000 Jahre gewartet. I was against seeking him out from the start. But now, give him access to our systems? It's insane. And you somehow expect me to believe his allegiance is with us? You heard what he said in there. There's no way we can trust him. I might otherwise agree, but you're missing the most important point. He's a Tekon, and he may be loyal to the Tekon, but not to the Scions of the Flame. He's against everything they believe in. You heard what he said. There's too much at stake to be wrong on this. We sought him out for a reason. To help him find our missing crew, Galvin, and those Elydian ships. This is the plan we agreed to with Ambassador Spock. Which I never liked. But here we are. Was war denn dein You know what Plan? this mission means to us. Not just for the Federation, but for me personally. I can't afford another screw-up. Die Mission ist schon ein Shield Screw-Up. algorithms was
bad enough. This could be the end of my career. I'm sorry, Captain. You know I support you, but millions of lives and the future of the Federation are at stake here. Both of which are more important right now than your career. It's not just mine. It's both of ours. Then so be it. I'm going to trust your instincts on this one. I just hope you're right. For both of Das our hoffe ich auch. Ich weiß auch nicht, ob der Portal 6-3 nicht vielleicht Let me know if you irgendwas find anything. im Schilde führt. Ich glaub's nicht, aber We're man good. weiß es halt nicht. You may begin. I will, of course, have to make a few modifications. What kind of modifications? To find Taconian technology requires Taconian technology. If this Scion Galavan modified his ships, then I must do likewise to yours. Das sieht nicht gut aus. Der Captain wird das nicht mögen. The galaxy is nearly infinite in size and complexity. This may take a moment. How I long will it found take? something. Im Moment. Buchstäblich. What is it? Galvin? Someone is using Taconian technology. I can't get the precise bearings, but it's located in the Palisades cluster. I'll let the captain know. Rydick to Solano. I think Portal may have located Galvin. I'll be right there. I'm getting all kinds of interference. Almost impossible to lock on the energy signature. Where's he hiding? In the Palisades cluster. Wundert ihn die Kristalle gar nicht? Interesting. Can you lock in on the location? Not until you get me closer. Lieutenant Handar, set a course for the Palisades cluster. Aye, Captain. Well, I suppose I owe you an apology. You were right after all. Na, That's what I get for questioning the advice of my first officer. You always have my back. No apology necessary. Your concerns were valid. Nonetheless, I should learn to trust your instincts, which were absolutely right. Nice work. Let me know if you find anything more. Will do. What's wrong? I didn't want to say anything until I was certain. But the reason for the interference is simple. There's a Taconian device on this ship being used to block the signal. oh nein. Whoever planted Sabotage. it was exceptionally clever. They knew how and where to hide it. But they have underestimated my abilities. Wo ist es denn? Engineering. Take care of the Taconian device, and I can find Galvan for you. It's designed to interfere with all transmissions, or at least delay and confuse the effort to find Galvan's ship. Why would you trust me with this? I cannot be sure I trust anyone on this ship, but you and I came to an understanding on Delphi Ardu. That will have to be enough. Don't worry, I'll get this fixed. We're going to find that ship. Okay, also irgendwer, vielleicht Miranda, hat in Engineering irgendwas Engineers would have versteckt. found this device already if it wasn't well hidden. Better to rely on my tricorder. Cool, jetzt kann ich ein bisschen in Engineering rumlaufen. Ich mag Engineering, ist immer mit meinem Lieblingsraum, beziehungsweise mein Lieblingsabschnitt des Schiffes in allen Star Trek Serien. Ich liebe das. Also mein habt ihr einen Lieblings-Engineering, also Maschinenraum in Star Trek? Ich finde, ja, wenn ich so hin und her überlege, also der Maschinenraum der Voyager ist der Hammer, ich liebe den. Der sieht so geil aus mit diesem blauen Warpkern in der Mitte und über 2 Etagen und dann mit diesen Galerien oben drüber. Das hat ja der hier zum Beispiel nicht. Das ist ein kleineres Schiff, wobei die Voyager ist auch relativ klein, also das ist einfach anders aufgebaut. Hier ist sozusagen der Warpkern, hier besteht ja hier aus irgendwie so 2 Kernen und dann noch so einen zentralen Zuleitung oder sowas. Oder mehreren. Ansonsten sieht das ja hier so ähnlich aus wie auf der Voyager. Es ist ja auch so die gleiche Zeit ungefähr. Das heißt, die Schiffe werden ungefähr ähnlich gebaut worden sein. Die LK-Systeme, also hier die Benutzeroberflächen der Computer sehen ungefähr genauso aus. Auch die Farben sind halt dieses hellblau.
Ich mochte immer den Maschinenraum der Enterprise D nicht so gerne. Also, der von der Enterprise E gefällt mir viel besser. Der sieht auch ein bisschen mehr nach Voyager aus. Aber die Enterprise D, die Galaxy-Klasse, die ist ja noch so ein bisschen älter. Die ist ja noch mal so 10, 15 Jahre älter als die Voyager. Oder sogar 20 Jahre. Und, ja, das war immer nicht so mein Ding. Da ist der Wobkern ja auch so blassgelb, wenn ich es richtig erinnere. So weiß-gelblich, die Warp-Kern-Abschnitte. Hier sind die ja so blau. Finde ich irgendwie hübscher. Was meint ihr? Habt ihr einen Lieblings-Warp-Kern? There's a lot of noise in here. Mein Gott, ist das nerdig. I should scan the device putting out the most radiation to filter it out. So, naja, welches Device in diesem Raum wird dann die meiste Strahlung abgeben? Vielleicht der That's Warp-Kern? better. Most other radiation sources in here are well contained. There's definitely tetrametric radiation nearby. But even with the gain boosted, it's getting drowned out by other sources of radiation in here. Ach, guck mal, da hinten ist doch was. Da ist doch was. Bestimmt hier hinten in der Nische. Ganz hinten in der Ecke. So. Ah, guck mal, das ist doch hier richtig heftig, was hier abgeht. A little bit of harmless radiation leakage here, but enough to mask the tetrametric pulses. Easy enough to cancel out. There's still something drowning out the tetrametric radiation. I need to find it so I could filter it out as well. Okay, das ist aber wahnsinnig schlau von dem Saboteur oder der Saboteurin, das Gerät, was tetrametrische Pulse erzeugt, also diese typische Strahlung der Tekon-Technologie, im Maschinenraum zu verstecken, wenn hier andere Strahlung so prävalent ist, also überall Strahlungsquellen sind, die das verstecken können. Wundern sich eigentlich die ganzen Ingenieure hier unten nicht, dass ihr erster Offizier hier rumläuft und irgendwie alles scannt? Jeffrey's tubes thump harmonics from all over the ship. I'll filter that out. There we go. I'm getting a clear tetrametric signal now. So, von wo kommt das Signal? Von wo kommt hier ein Signal? Das muss ja dann eigentlich der Spiellogik nach hier links sein, weil rechts haben wir schon was gemacht. Gucken wir doch mal hier. Da hinten in der anderen Nische ganz hinten ist was. Okay. Wo bist du, mein Spitzchen? Da hinten in der Ecke. Da unten hat jemand Kristalle versteckt. Unter der Konsole. Found it. Schweine. Die Schweinebacken. Excuse me. Do you belong here? Yes. Commander Rydek. I'm sorry. I didn't know it was you. Paul. Calloway, right? Yes. You know, it means a lot that you remembered. Na klar. What, are you doing Ich kenn back doch here? jeden in meiner Crew. I don't mean to pry, but first officers don't usually go digging around engineering compartments. Sorry, it's not something I can go into. Right, of course. Forget I asked. Und jetzt dreh dich um und geh wieder. There is one thing you can help with. Have you seen anyone else in here recently that might seem out of the ordinary? Okay, das mochte er nicht. Maybe someone who doesn't work in engineering. Not that I can think of, but I can ask around. I'm here almost all the time, but maybe someone else noticed something? That would be great. Just be discreet about it. I don't want anyone to be alarmed. Discretion is my specialty. Ist das so? Ist Diskretion deine Oh, I'll leave Spezialität? you alone already. Ich habe das Gefühl, du bist gar nicht so Oh. diskret. Come to think of it, that Hotari woman was down here earlier with Dr. Duvall finishing the last of the bioscans. Tyler? That would be out of the ordinary, right? Thank you. Okay. Könnte Tyles eine Verräterin sein? Nein, doch nicht Tyles. Die Hotari-Dame, mit der wir den Mond infiltriert haben und die unsere Freundin geworden ist, zumindest hatte ich das Gefühl. Nicht, dass die irgendwie eine Tekon ist oder eine übernommene Maybe Tyler saw Hotari. something. Ja, oder sie ist die Verräterin. Dass die immer nicht dann gleich denken, okay, maybe she saw something, vielleicht hat sie was gesehen, oder sie ist die Verräterin. Dieser zweite Hälfte, die ist dann immer so, oh nein, sie sind alle völlig überrascht, dass jetzt diese Person, die hauptverdächtig ist, tatsächlich die Verräterin ist. Ich fände das so schön, wenn es mal einer klar sagen würde. Ich meine, niemand hofft das, niemand wünscht sich, dass es so ist. Aber es ist doch offensichtlich der erste Gedanke, den man hat. Das ist eine Alien-Person, die ich kaum kenne, mit der ich 2 Stunden in meinem Leben verbracht habe. Zugegebenermaßen sehr aufregende Stunden, aber
dennoch, und sie ist jetzt hier irgendwie im Maschinenraum gewesen, wo sie überhaupt nicht hingehört. Verdacht ist da. Aber nein, der erste Gedanke ist, vielleicht hat sie was gesehen. Naja, wir reden mal mit ihr. Ich bin auf der Hut. Ich glaube, sie war's. Tyler, can I speak to you for a moment? Of course. Is something wrong? There's something happening. I may need your help. This is important. How can I help? When you were in engineering with Dr. Duval, did you notice anything out of the ordinary? Or anyone? Not particularly. Why? I found this, hidden in a compartment down there. That's Draconian technology. Does that mean there's a scion on board? But Dr. Duval bioscanned everyone. Every deck, every crew member, I've seen the logs. She couldn't have been more thorough. Someone evaded detection and planted that device. Which would mean they've been with us this whole time. Watching, listening. All the more reason why we have to find them. It could be anyone. That includes both of us. You want me to get scanned? Better to know for sure, right? I'll admit, I was around the Scions as much as anybody. I would feel more comfortable if you did. I understand. Clear. Now it's your turn. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich selbst einer von ihnen bin. Clear. Don't sound so surprised. You spend plenty of time with the Scions as well. Aber ich habe das Device gerade gefunden und leite diese Ermittlung. Es macht überhaupt keinen Sinn. Search starts in engineering. Whoever planted the device most likely did it within the last few hours. So I'll start by running a scan, tracking everyone who came through engineering over the last day, in reverse order. This could take forever to sort through the number of people that were in engineering. Duplicates, Hotari Delegation, Non-Engineering Personnel. Okay, erstmal Duplicates löschen. I'll filter out the duplicates. So, dann sind es schon mal weniger. That helps. A little bit. So, die Hotari-Delegation, Non-Engineering Personnel. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Soll ich jetzt... Cross-referencing this list with everyone who's traveled to Hotari. Ja, okay. Now this is manageable. Das wird schon besser. Filtering for outliers. People who don't work Aber es könnte ja auch jemand gewesen sein, der in Engineering arbeitet. Let's see who's left. Warum haben wir die jetzt alle ausgeschlossen? Oh Gott. Der Captain wurde noch nicht gescannt. This can't be right. What? Of the people that went to Hotari and visited engineering, it could only have been Captain Solano. Das würde zumindest erklären, warum er sich wehrt gegen alles. Which would have been the perfect opportunity. And no one would question him. He's the captain. He fits the profile for the kind of people the Takan want to bioform. People with authority that can lead to them gaining more control. Like Galvin, the Queen. The captain of a Federation starship. What happened when Dr. Duval bioscanned Captain Solano? That's just it. She never did. How is that possible? Something more urgent would always come up. There was nothing she could do. But performing a bioscan is the only way to be absolutely sure. That's not going to be easy. First thing I need to do is get this device to Portal. Be careful. And good luck. I'll need it. I found the device. Interference is gone. I have located Galvin's ship more precisely. He's in the Usonia system. So then it worked. This whole region was one of the most sacred for the ancient Takan. What many consider the birthplace of our civilization. See these comets and planetoids in the outer orbits? Based on their current trajectory, that's Galvin's destination. And legend tells us it's the location of what was once
our largest arsenal. Not that we needed it in the late stages of the Empire, but it was there as a precaution nonetheless. What kind of weapons are in this arsenal? It's difficult to know what would have survived from the time of the Empire, but be assured that the damage they have done so far by altering your current technology will be minuscule compared to proper Trekkian firepower. If Galvin and the other Scions secure the arsenal, they will become extremely dangerous. My people had such power at the height of the Empire. The Trekkies were as gods, keeping absolute control over countless worlds. I must speak with them directly. However, the presence of this device is worrying. It's highly likely it was placed here by a Scion, hidden among your crew, Ja, and it is vielleicht ist es der unlikely Captain. this Oh device Gott. was the Scion saboteur's only trap. If we reach Galvin and the saboteur cripples your ship, we will be at their mercy. Even my powers will not be able to protect us. Do you know who it is? They may well do more damage if left alone. Time is not on your side. Just leave that to me. I hope to resolve it soon. The longer you wait, the more time we lose. Bioforming was so rare at the time of the Empire that I am not able to detect if it has taken place. Whoever you suspect. Proof is something you will have to provide on your own. Ja, deswegen weiche ich dich jetzt ja auch nicht I'll ein. have it. Once I've bioscanned the person I suspect. I just need to visit Dr. Duval. Wir machen eine kleine Pause. Das sind aufregend genug Nachrichten. Wir haben es geschafft, die Sabotage aufzudecken an Bord der Resolute. Und leider haben wir in diesem Zusammenhang auch herausgefunden, dass der Einzige, der die Möglichkeit gehabt hat, das zu tun, dieses Gerät dort anzubringen, das unsere Sensoren blockiert hat, der Captain ist. Ein Stück weit, würde ich sagen, ist er ja schon verdächtig gewesen. Die Entwickler haben es schlau gemacht. Sie haben ihn ja etabliert als eine Person, die sowieso, ich sag mal, sehr ehrgeizig ist und viele seiner Entscheidungen lassen sich damit erklären, dass er halt seine Karriere irgendwie voranbringen will. Und deswegen ist er sowieso nicht immer 100% rational. Er ist nicht irgendwie 50% nur rational. Er ist, sagen wir mal, zu 80% ist er meistens schon so, dass man sagen würde, ja, würden die meisten Star Trek Captains, die wir kennen, würden so eine Entscheidung ähnlich treffen. Aber da ist immer so ein kleines bisschen so ein Rest von, er vertraut nicht den richtigen Leuten, er trifft so ein bisschen überstürzte Entscheidungen, er tut Dinge, die nicht, wie gesagt, nicht ganz logisch sind. Zumindest wenn man als Maßstab für die Logik anlegt, dass die Mission Priorität hat. Man hat schon das Gefühl, dass immer eher seine Karriere und sein Ego Priorität hat oder haben. Und damit haben die Entwickler es geschafft, ihn zu einer unzuverlässigen Person zu machen. Man hat nicht das Gefühl, dass man ihn richtig gut einschätzen kann, wie er agieren würde. Weil es eben nicht super konsistent ist, aufgrund dieser Charakterschwäche, sage ich mal, dass er sich selbst sehr wichtig nimmt und sein Ego ihm wichtiger ist als die Mission. Zumindest potenziell hin und wieder mal. Nicht immer, manchmal. Das macht es schwierig, einzuschätzen, ob er ein Verräter ist oder ob er einfach nur ein Egozentriker ist. Ein egoistisches Arschloch. Ja, ein Arschloch ist er nicht, aber er ist auf jeden Fall, wenn dann, ein Egozentriker und es geht ihm um ihn selbst. Oder er ist sogar ein Verräter. Aber das ist ja wirklich ein schmaler Grat. Er hat auf jeden Fall einige Entscheidungen getroffen, gerade in letzter Zeit, die mich eher dazu bringen würden zu sagen, ja, da könnte was dran sein, dass er auch ein Tekon ist, der sich nur sehr, sehr gut zu verstellen weiß. Der wirklich sehr stark dem tatsächlichen Captain Solano noch ähnelt. Ist schwierig. Also ich denke mal, wir werden nächste Folge versuchen rauszufinden, ob der Captain mittlerweile schon gar nicht mehr der Captain ist. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.